Boah, nee, das ist eine Nummer zu krass. Man geht raus auf dieses Brett. Nee, das schaffe ich nicht. Sorry. Furchtbar. Der Puls geht hoch, der Hals schnürt sich zu. Oh Gott. Alter, war ich voll überfordert. Eklig. Oh Gott. Ich kann es nicht aushalten, wenn eine Situation entsteht, wo Türen sich schließen und kein Exit ist. Mein Name ist Chitel Balser. Ich bin Psychologin und arbeite seit über 20 Jahren therapeutisch mit Menschen. Mein Spezialthema sind Ängste und deren Überwindung. Schloss Hohenroda in Nordhessen. Hier treffen sich 4 Menschen, die alle ein Ziel haben: raus aus der Angst, endlich ein Leben ohne Einschränkungen. Seit 4 Monaten arbeiten sie mit Hilfe der Therapeutin Chitel Balser daran, ihre Ängste zu überwinden. Jetzt wollen die 4 hier den letzten Schritt in ihr neues Leben wagen. Zum Beispiel die Bioinformatikstudentin Lucy. Lucy hat panische Angst vor Spritzen und bei der Corona-Impfung einen Weinkrampf bekommen. Die Nadel war schon eine kleine Herausforderung. Es geht jetzt darum, dass du Schritt für Schritt mit deiner Angst konfrontiert wirst. Eine Blutabnahme ist bei ihr bisher unmöglich. Die 22-Jährige kennt deshalb bis heute ihre Blutgruppe nicht. Doch es gibt Hoffnung. Mit Hilfe der Therapeutin Chitel Balser hat sie nun zum ersten Mal beim Zahnarzt eine Spritze bekommen. Doch das ist erst der Anfang. Auf Sylt ist die Psychologin mit Hypnose in Lucys Unterbewusstsein vorgedrungen. Jetzt möchte sie ihre Erkenntnisse nutzen und die Studentin updaten. Dann bleib jetzt in deinem entspannten Gefühl und dann gehen wir jetzt in die Transformation. Du bleibst einfach so entspannt liegen und ich spreche dir dein Update. Du liegst ganz entspannt in deinem Bett. Und nun rolle deine Augen ganz weit nach oben, tackere sie dort fest und atme tief ein. Egal, ob du noch mehr erreichst oder nicht. Du bist so, wie du bist, gut. Und du darfst sein und du darfst entspannen. Und deine Ziele sind was Gutes, was Positives, aber diese Anspannung lässt dich auch gestresst sein und mehr Ängste entwickeln. Und eine ganz wichtige Erkenntnis: realisierst du, dass dein Wert hängt nicht von deiner Leistung ab. Ich entscheide mich dafür, dass mir diese Nadeln gleichgültig sind. Bei Lucy soll das Update nun wirklich die Worte und Bilder und ihre Zuschreibung, was eine Bedrohung für sie darstellt, bewirken. Und auf der anderen Seite auch wirklich sie in diese Entspannung mehr einladen. Und dann kannst du wieder deine Augen öffnen und dich etwas strecken und regeln. Ja, also ich bin berührt. Ich war schon sehr aufgewühlt. Es hat viel in mir ausgelöst, viele Gedanken, auch nicht nur zu meiner Angst. Das fand ich ein bisschen erschreckend. Das war auch meine Grenze, dass es um mein gesamtes Leben dabei ging. Ich hätte nicht gedacht, dass es so tief geht. Dass noch tiefere Themen hochkommen. Dein Unbewusstes hat jetzt einen neuen Auftrag bekommen, ist geupdatet. Das machen wir immer selten. Wir machen unsere Phones, die daten wir immer ab, aber uns selbst nicht. Und das ist mindestens so wichtig. Sehr oft ist es nach einer Hypnose unmittelbar so, dass ein Befreiungseffekt da ist und dass man dann Dinge kann, die man vorher nicht konnte. Ich hoffe, bei Lucy ist es auch so. Und das will die Berliner Psychologin noch auf Sylt herausfinden. Dazu hat sie für Lucy einen ganz besonderen Termin vereinbart.
in der Nordseeklinik in Westerland. Wird es hier zu einer spektakulären Premiere kommen? Na? Eine ganz wichtige Sache, die Lucy niemals machen würde, ist Blut abnehmen. Das heißt, sie hat noch nie ein Blutbild gemacht bekommen, sie weiß ihre eigene Blutgruppe nicht. Und das ist ja schon wichtig, dass man im Falle eines Falles mal sein Blut abnehmen lassen kann. Das heißt, das war mir ganz wichtig, dass sie das wirklich schafft. Hallo, guten Morgen, ich grüße Sie. Hallo. Ich habe Lucy heute mitgebracht. Hallo, moin. Nehmen Sie einen Moment Platz. Wir sind ja hier zu einem bestimmten Zweck. Einfach hier auf den beiden Stühlen Platz nehmen. Ich hatte 2 Szenarien im Kopf. Also entweder, dass ich erst mir Blut abnehmen lasse und sie einfach zuschaut, oder ihr eben auch freizustellen direkt, dass es bei ihr abgenommen wird. Was wäre denn für dich leichter, wenn ich das erst mache und du siehst, wie souverän und galant er das macht? Oder wenn du es direkt kriegst und nicht hingucken musst? Ich glaube, es ist einfacher, wenn ich es direkt kriege. Das dachte ich mir, ja. Für mich war das eine ziemlich klare Entscheidung, dass ich direkt sage, dass ich das selbst mache, weil dieses Zuschauen dabei ist immer noch das, was am allermeisten meinen Geist anregt. Und Sie können den Arm ganz entspannt liegen lassen. Und was würdest du sagen, auf was ist denn jetzt deine Anspannung von 0 bis 10? 7? Du, das ist schon mal gut. Letztes Mal warst du auf einer 10. Jetzt erinnere dich noch mal kurz an das, was du dir gestern vorgenommen hast, ne? Als wir die Hypnose gemacht haben, hast du ja gesagt, du willst einfach in einer Entspannung sein, fast in so einem meditativen Zustand und worauf du deine Gedanken fokussieren möchtest. Auf meine Atmung. Okay, super. Und kannst du selber gerade bestimmen, dass du ein bisschen entspannter bist? Sprich ruhig aus, wie es dir geht. Ne? Du musst jetzt hier nicht Augen zu und durch, sondern sag ruhig. Dann können wir dir auch besser helfen, wenn wir wissen, was in dir vor sich geht. Ich spreche, das ist nicht so meine Stärke. Okay, gut. In solchen Situationen. Dann konzentrier du dich, dann mach das mit dir innen aus. Bevor mir das Blut abgenommen wurde, habe ich mich auch schon sehr aufgeregt. Also dann, vor allem durchs Sprechen, sind mir dann auch die Tränen gekommen. Sie hat diesen bebenden Mund wieder gehabt. Sie hat sich stark konzentriert, um sehr bei sich zu sein. Und sie selbst hat sich eine 7 auf einer Skala von 0 bis 10 gegeben. Ich denke, es war mindestens eine 7. Ich habe die Augen geschlossen, weil ich gar nicht in dem Moment sein wollte so richtig. Also ich wollte es erstens mal nicht sehen, weil das, wie gesagt, viel schlimmer für mich gewesen wäre, einfach noch mal diesen optischen Reiz zu kriegen. Piekst kurz, nicht erschrecken. Dankeschön. Ja, super gemacht. Der Moment, wo mir dann Blut abgenommen worden ist, hat sich dann wirklich sehr schnell angefühlt. Also es ging total schnell. Ich habe gar nicht wirklich gespürt, dass die Nadel reingegangen ist. Ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt. Das Hauptding ist schon vorbei. Der Pieks hat stattgefunden. Das war hervorragend. Viel besser als manchen Nicht-Angstpatienten. Jetzt kommt die Aufregung hinterher, ne? Oh, aber hast du echt super gemacht. Ich drücke gerade 90 Sekunden drauf, ne? Dann ist die Gerinnung fertig und dann machen wir noch ein Pflaster drauf. Ich habe oft Situationen, nachdem ich Stress erlebt habe, dass ich dann erst weine, weil ich, glaube ich, das gut kann, vorher das alles auszuhalten. Ich bin überrascht, dass es so schnell ging. Fast überwältigt. Ja. Und? Aber wie fühlt sich das an? Ich bin ein bisschen fassungslos. Ja, weil du wirkst noch nicht so entspannt. Nee, ich bin auch nicht entspannt. Was ist denn das? Du hast das super gemacht, es ging super gut, es war auch nicht schlimm, oder? Ich weiß nicht, was es ist. Ich glaube, dieses Lachen, was ich dabei habe, in manchen Situationen, wo ich jetzt sehr aufgeregt bin oder war, das ist so ein Herabspielen auch für meinen Kopf, weil ich auch irgendwann mal gelesen habe, dass man, wenn man lacht, automatisch Glückshormone ausschüttet. Dein Blut. Ist okay, es ist nicht in meinem Arm. Okay. Wenn es rausgezogen wird, dann ist es schwieriger, das anzugucken. Ja, in dem Moment. wenn es rein und raus. Ja. Also das Blutabnehmen habe ich schon fast als meine oberste Grenze angesehen. Also eigentlich schon als meine oberste Grenze. Das
zu sehen wäre, glaube ich, noch was anderes. Das wäre, glaube ich, noch schlimmer. Okay, Lucy, das hast du super gemacht. Jetzt bist du entlassen. Wir können gehen. Ich denke, diese Blutentnahme war wirklich ein therapeutisch wertvoller und auch ein sinnvoller Schritt, weil es sie wieder befähigt in ihrem Leben, wenn es mal einen Notfall gibt, dass sie weiß, ich kann das machen. Sie muss nicht mehr die Angst haben, das wäre unmöglich, egal in welcher Situation sie ist. Es gibt ihr wieder mehr Freiheit und mehr Zuversicht. Seit ihrem Therapiebeginn sind nun 4 Monate vergangen und Lucy trifft im Therapieschloss auf die anderen Teilnehmer. Was sagt ihr zu dem Fortschritt von Lucy? Respekt. Schon ein großer Schritt, wenn man das vergleicht mit dem Piekser, mit dem Kinderarzt. Mich freut es halt voll für dich, weil es für dich so ein Stück Weg in die Freiheit ist. Ich glaube aber auch, es ist wichtig, dass man jetzt öfter mal Blut abnimmt. Also Ja, üben. Üben, also dass man so ins Tun geht. Dranbleiben. Ich glaube, das ist ganz allen wichtig. Genau, jeder mit seinem Ja. eigenen Thema, aber dranbleiben muss sein, weil sonst kann die Komfortzone auch wieder aufgebaut werden. Ja, das stimmt. Üben. Ja, dann gucken wir uns jetzt mal an, wo du hingekommen bist tatsächlich, was jetzt so deine Endstufe war. An der Uniklinik Gießen soll Lucy ihre Abschlussprüfung absolvieren. Wie bei den 3 anderen ahnt auch die Bioinformatik-Studentin nicht, was hier nun auf sie wartet. Als Abschluss mit Lucy wollte ich zu einer Blutspende gehen, weil in der Überwindung von Angst ist es wichtig, dass man auch etwas verweilt in der Situation, die eigentlich so belastend ist. Und das ist beim Blutspenden der Fall. Vor 4 Monaten wäre der Gedanke an eine Blutspende für Lucy noch unerträglich gewesen. Wie geht's denn dir jetzt? Jetzt sind wir hier, jetzt hast du alles ausgefüllt. Ich bin gerade ziemlich entspannt. Ja, wodurch? Ich weiß nicht, ich fühle mich heute vorbereitet. Ja. Hallo. Hallo, guten Tag. Auch als sie dann aufgerufen wurde und als nächste dran war zum Blutspenden, war sie nach wie vor sehr konzentriert, aber sehr bei sich und wirklich entschieden. Und wir schauen vor der Blutspende erstmal nach dem Hämoglobinwert. Der muss mindestens 12,5 sein, damit Sie Blut spenden dürfen, und dafür piekse ich Sie in den Finger. Und, wie war das? Wie ein Bienenstich. So. 11,2, das ist zu niedrig. Also Sie brauchen mindestens 12,5, um Blut spenden zu dürfen, weil sonst würde es Ihnen nach der Blutspende nicht gut gehen, wenn wir jetzt einen halben Liter noch wegnehmen. Ich glaube, ich hätte es eigentlich schon gerne gemacht, weil es ja auch irgendwie nochmal eine Herausforderung jetzt war. Ich habe mich ja auch schon drauf eingestellt. Aber es ist halt so, ne? Aber ein bisschen Erleichterung ist es jetzt auch, oder? Wenn du sagst, du hast es gerade gewünscht. Ja, ich habe es mir innerlich gewünscht, ja. Warum denn? Ja, dann weiß ich nicht. Jetzt doch in deiner Komfortzone zu bleiben. Genau. Bei Lucy habe ich zweierlei Reaktionen gesehen. Einerseits eine kleine Erleichterung, aber überwogen hat tatsächlich die Enttäuschung. Sie wollte es jetzt gerne machen und wollte die Chance nutzen und es auch hinter sich bringen. Weil manchmal bist du ja schnell, deine Gefühle so zu übergehen, ne? Ja, ich war jetzt schon so drauf eingestellt. Also ich hätte es jetzt auf jeden Fall auch gemacht. Ja, schade. Und du wärst halt auch echt mit einem Erfolgserlebnis hier Ja, weggegangen. das stimmt. Jo, okay. Dann herzlichen Dank soweit. Bitte, gerne, tut mir leid. Ja. Aber ja. Ich sehe dennoch, dass Lucy einen riesen Fortschritt gemacht hat und eigentlich mit ihren Ängsten durch ist, weil sie weiß, wenn sie eine Blutspende machen möchte, sie kann es. Sie war gelassen, sie war ganz ruhig und wirklich entschieden. Das heißt, das stellt kein Problem mehr für sie dar. Und was Chitel in diesem Augenblick nicht ahnt, Lucy hat sich ganz fest vorgenommen, zum Blutspenden zu gehen, sobald ihr Blutwert wieder in Ordnung ist. Aber das soll für alle noch eine große Überraschung werden. Für den Moment aber kann Lucy schon jetzt auf das Erreichte stolz sein.
Ja, Lucy, auch bei dir sieht man wieder, was für eine unglaubliche Reise du zurückgelegt hast. Ne? Dein Anfangspunkt verglichen mit dem jetzt. Du sitzt da bei der Blutabnahme und bist wirklich entspannt. Du warst so entschieden und dachtest, okay, das mache ich jetzt. Und dann war es ja so, dass dein Eisenwert jetzt nicht gereicht hat. Aber man hat dir angesehen, du bist bereit, es wäre jetzt gar kein großer Angang. Und vergleich das mal mit diesem Anfang. Also auch unvorstellbar. Wie ist für dich das, wenn du jetzt das nochmal so zurücksiehst? Ja, also ich habe wirklich bei der Blutspende, ich war entspannt. Es war keine Aufregung, kein Kloß im Hals, keine Anspannung. Ich war völlig entspannt. Es war alles gut. Ich habe ja auch damit gerechnet, dass ich wirklich Blut spende. Ich wusste ja nichts davon, dass mein Eisenwert zu gering ist. Ja. Also ich hätte es auch auf jeden Fall gemacht, ja. Blutspenden ist ja auch was Wichtiges. Also ich finde es was Wichtiges, ja. Und dass du jetzt da auch an diesem Kreislauf mit teilnehmen könntest. Ja. Für mich ist es auch so eine Befreiung, einfach das für den Fall, dass ich es irgendwann mal machen muss, dass ich damit kein Problem mehr habe. Bis jetzt war das noch nie so, aber also außer halt eine Impfung. Was würdest du denn sagen, was du mitnimmst, was du verändert hast? Also mein größter Fortschritt ist, glaube ich, dass ich gelernt habe, mit dieser Aufregung umzugehen und dass ich das auch auf andere Situationen in meinem Leben anwenden kann. Das auch, hast du jetzt schon erlebt, dass es hilft, auch in anderen Situationen? Ja, denke schon. Also so generelle Sachen, wenn man mal aufgeregt ist, man muss irgendwie vor vielen Leuten sprechen oder sowas. Das ist, finde ich, ein ähnliches Gefühl, also eine ähnliche Angst. Da habe ich dasselbe Gefühl und da denke ich, kann ich das gut anwenden. Wunderbar, herzlichen Dank, dass du dich hier uns anvertraut hast und danke. so weit gegangen bist. Danke dir. Auch Lucys Therapie hat 4 Monate gedauert. Vom ersten Pieks in die Fingerkuppe bis zur Blutabnahme. Eine unglaubliche Entwicklung für die junge Frankfurterin und eine große Motivation für die letzte der 4 Teilnehmerinnen, Alex aus Regensburg. Die 31-Jährige leidet seit vielen Jahren sehr unter ihrer Angst vor Dreck und Keimen und will sich im Therapieschloss endlich davon befreien. Alex, jetzt möchte ich gern zu dir kommen. Du, als du hier angefangen hast in der Arbeit mit mir, hattest ja Angst vor Keimen. Ja. Und Bakterien und Dreck, aber nicht nur das, sondern eigentlich war deine Hauptsorge, was ist, wenn du irgendwas berührst, was dreckig oder kontaminiert sein könnte im weitesten Sinne und dann jemanden das überträgst, ne? Ja, also der dann krank wird. Und der dann krank wird. Also deine unglaubliche Sorge immer, du könntest irgendjemand anderen was antun, sozusagen indirekt, ne? Und wir wollen auch dich jetzt ein bisschen besser kennenlernen und dazu auch deine Geschichte, die wir uns jetzt gemeinsam angucken. Wie für die 3 anderen auch, beginnt Alex' Kampf gegen die Angst in Schitels Therapieloft in Idstein bei Frankfurt. Hallo Alex, grüß dich. Hi, servus. Darf ich dir die Hand geben? Können wir machen, ja. Okay, alles klar. Ist nicht so schön, aber ist okay. Ja, was passiert in dir? Bisschen Anspannung. Ich wollte auch sehen, wie ist das für Sie, weil ich weiß ja, dass es für Sie problematisch ist. Was könnte passieren? Dass ich mir die Hände nicht gescheit gewaschen habe. Aber das weißt du ja. Ja. Okay, eigentlich. also? Ja, das kann wahrscheinlich nichts passieren. Kann wahrscheinlich nichts passieren. Okay, dazu kommen wir noch. Okay. Ja? Genau, das ist nämlich dein Problem, ne? Du hast Angst, dass ich mich jetzt anstecken könnte, weil du dir nicht genug die Hände gewaschen hast? Ja, unter anderem. Unter anderem, okay. Komm, lass uns mal setzen. Okay. Ich bin ziemlich angespannt vor dem ersten Gespräch, weil ich halt nicht weiß, was mich erwartet. Und ich bin auch nicht davon überzeugt, ob man das jetzt so mit einem goldenen Löffel heilen kann, weil mich das halt schon so lange begleitet. Ich kenne die Alexandra jetzt dann seit über 13 Jahren schon. Ich würde wirklich behaupten, die Alexandra ist meine beste Freundin. Sie ist ein ganz, ganz wichtiger Mensch, auch in meinem Leben. Und ich habe sie als total offenen, liebevollen und auch aufopfernden Menschen erlebt. Die Alexandra ist ein sehr lebenslustiger Mensch, sehr offen, humorvoll, total hilfsbereit. Also sie ist wirklich ein
herzensguter Mensch, würde man jetzt so in Bayern sagen. Ja. Alexandra hat im Speziellen Angst vor Keimen und ich weiß auch, dass sie diese Angst schon sehr lange mittlerweile hat. Und es ging dann eben los mit so Themen wie, dass es ihr vielleicht unangenehm war, wenn man mit Straßenschuhen in die Wohnung gegangen ist oder solche Themen. Und ich habe auch gemerkt, dass sie vor allem da auch sehr darauf geachtet hat, wenn sie zum Beispiel zu mir gekommen ist. Ich finde es super, dass die Alexandra jetzt gemeinsam mit einer Psychologin an ihrer Zwangsstörung und auch an ihrer Angst arbeitet. Alex, ich würde jetzt gerne mit dir wirklich zur ersten Tat schreiten. Ah, okay, so schnell schon, ja. Ja, ich habe was mitgebracht. Okay. Was ist jetzt deine Angst? Ja, ich bin gespannt, was es ist, aber okay. Was ist deine Fantasie? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Irgendwas, vielleicht irgendwas mit krass Dreck oder so, oder irgendwie Erde oder weiß ich nicht, irgendwas Braunes. Also, es ist ein ganz alter Türgriff. Und der sieht so aus, als wäre er wirklich auch noch nie wirklich gereinigt. Also es ist ein bisschen verrostet, es ist richtig schwer. Also es ist wirklich so ein alter Türgriff. Und den würde ich dir jetzt gerne mal in die Hand geben. Wie ist das jetzt für dich? Ja, Anspannung steigt und bei mir geht es halt gleich wieder los. Wer könnte den Anklang haben? Klangst den jetzt du nach mir wieder an, den Türgriff? Mhm. Ja, Dann wäre es noch schlimmer. Wäre auch echt ungünstig. Okay, ja. Genau darum geht's. Ja, dass jetzt wieder deine Anspannung wächst, das ist zu erwarten. Ne? Und dann berühr ihn doch mal. Und berühren bitte mal wirklich so, wie man einen Türgriff anfasst. So, ja. Ja. Aber es klappt halt auch immer nur, wenn ich es dann auch sehe, dass es stattfindet. Hätten wir das jetzt nur theoretisch durch, dann würde ich jetzt noch drüber nachdenken, was wäre, wenn Gitel den Türgriff angefasst hätte. Ja, jetzt kommt halt sofort wieder Unsicherheit. Was hast du denn jetzt gemacht mit deinen Händen? Es ist jetzt schlimm, wenn sie es dann doch wieder anfasst. Wo war der schon überall? Wer hat da schon dran gelangt? Du kannst es ja nicht wissen. Völlig unmöglich zu wissen, wer den schon alles angefasst hat. Ne? Aber trotzdem, sowas beschäftigt dich. Ja, und dann kreisen halt die Gedanken die ganze Zeit. Ja, diese Angst, dass Keime durch sie auf jemand anderen übertragen werden, das ist ja eigentlich diese Angst, dass sie nicht möchte, dass sich jemand von ihr abwendet. Ich weiß, Ängste sind nicht logisch, aber du hast mir ja vorhin die Hand gegeben, ne? Was ist jetzt schlimmer daran, weil alles, was du vorher angefasst hast, habe ich jetzt sowieso schon in meiner Hand. Was ist jetzt schlimmer nochmal dadurch, dass dazwischendurch nochmal diese Türklinke war? Boah, das ist eigentlich eine berechtigte Frage. Keine Ahnung, das andere habe ich bewusst alles angefasst und die anderen Türklinken vielleicht halt nicht so, wie ich jetzt die anfassen soll. Und jetzt habe ich es halt unbedacht angefasst. Naja, ich habe es aber auch von dir verlangt. Also eigentlich ist es meine Verantwortung. Ich würde die jetzt wieder zurücknehmen. Ich möchte sie auch in die Hand nehmen. Geht es so oder wäre jetzt dein Bedürfnis, du musst ihn erst desinfizieren? Also, wenn wir in meinem normalen Leben werden, würde ich ihn wahrscheinlich desinfizieren. Also, wie wäre es für dich, wenn ich ihn jetzt so in die Hand nehme? Wie schlimm ist das für dich? Wenn wir sagen, Anspannung von 0 bis 100, so bei 70 ungefähr. Okay. Machen wir einen Deal. Ich fasse ihn so an und danach desinfizieren wir uns beide die Hände. Okay. Wie ist das? Das ist eine Option, ja, mit der ich gut leben kann tatsächlich, weil dann bin ich sicher, dass du danach auch raus bist aus der Nummer. Okay. Okay. Macht dir gar nichts aus, gell? Mir macht es nichts aus. Macht es dir was aus? Es macht mich halt unsicher. Also ist es für dich schlimmer, ihn selbst in der Hand zu haben oder wenn ich ihn in der Hand habe? Nach mir. So ist schlimmer tatsächlich nochmal. Okay. So, das ist dir sehr vertraut, ne? Ja. Hast du wahrscheinlich immer bei dir? Ja.
Wie oft desinfizierst du dir die Hände? Mein Umgang mit Desinfektionsmitteln ist grundsätzlich, glaube ich, ungesund. Jeder Hautarzt läuft schreiend davon von mir. Zu den schlimmsten Zeiten waren es 2 so Fläschchen am Tag. Am Tag? Ja. Von diesen Flaschen, das hast du dann richtig so aufgemacht und geschüttet. Das finde ich schon sehr schockierend. Also da sieht man, das muss ja wirklich jede 2 Minuten muss sie das wirklich sehr intensiv benutzt haben. Und das ist natürlich gesundheitsschädlich, aber es zeigt auch ihre Obsession damit. Und wie sahen deine Hände aus? Die waren ja völlig verätzt. Also ein bisschen was siehst du ja jetzt noch, das ist mir geblieben. Ja, ein bisschen. Nach dem Ganzen so ein bisschen rot oder hier siehst du noch so ein bisschen. Aber ich habe noch mal Bilder, weil ich habe... Das hast du fotografiert? Ja. Wie, so. du hast den ganzen Körper desinfiziert? Auch, ja. So. Und auch eben an der Außenfläche? Aha. Es sah wirklich aus wie schwere Neurodermitis, also wirklich ganz rot. Es waren schon offene, blutige Stellen, aufgeschuppert und schuppige Haut. War eigentlich geistesgestört, ja, weil meine Haut war eh schon offen und es hat wehgetan und dann nehme ich nochmal Desinfektionsmittel, ja, es hat eigentlich nur gebrannt. Also ich habe halt gesagt, dass ich eine Hautkrankheit habe, was mir jeder geglaubt hat, was auch voll unfair ist, nachträglich da die Leute wieder anzulügen. Die Angst macht mich halt auch zu einem Lügner. Vor allem, ja, man sieht halt, du musst für alles eine Geschichte parat haben. Ja, genau. Lebensmittelunverträglichkeit, Hautunverträglichkeit, da gibt es 1000 Geschichten. Weil ich mich einfach so geschämt habe und weil ich mich auch nicht erklären wollte, weil ich mir dachte, ich verstehe mich nicht mal, wie sollen mich dann andere verstehen? Das hat sie zu verletzlich gemacht, zu angreifbar und deswegen hat sie immer eine sozial verträglichere Geschichte dann darum herum erzählt. Also weißt du was, ich bin total froh, dass du es geschafft hast, dir Hilfe zu suchen. Nicht erst jetzt, sondern ja ein paar Schritte vorher. Aber das hat dich ja lange gekostet, dass du dich wirklich mal jemandem anvertraust, ne, und wirklich sagst, wie es dir geht. Ja, weil ich mir verrückt vorgekommen bin. Und mein Eindruck ist, wenn man mit dir zu tun hat, man kann sich 100% auf dich verlassen. Aber mein Wunsch wäre jetzt, dass du auch die Erfahrung machst, dass du dich auch auf andere verlassen kannst und einlassen kannst. Ja, da würdest du mir tatsächlich einen großen Wunsch erfüllen, weil das ist Das ist echt ein schwieriges Thema bei dir, ne? Obwohl ich gerade im Moment von Menschen umgeben bin und auch einen Menschen kennenlernen, der mir irgendwie das genau gibt, aber es ist trotzdem so schwer für mich. Eigentlich ist ihre große Sehnsucht auch, jemanden emotional wieder an sich ranlassen zu können. Und da sieht man, wie groß ihr Leid auch ist, weil durch ihre Angst vor Keimen und jemanden anzustecken, kann sie im Moment sich nicht auf eine Partnerschaft einlassen, auch wenn sie sich das wünschen würde. Aber es ist nie zu spät, auch Sachen wieder zu lösen und zu ändern. Hoffentlich, ja. Sheetal hat inzwischen als Psychologin viel Erfolg im Kampf gegen Ängste und hat vielen Menschen schon geholfen. Auch hier im Therapieschloss. Aber Alex' Problem stellt die erfahrene Psychotherapeutin vor eine große Herausforderung. Ja, jetzt haben wir ja wirklich total eindrücklich erzählt, worunter du leidest und was sich so die ganze Zeit in deinem Kopf abspielt, ne? Wie kompliziert dein Alltag geworden ist. Mein Radius des Tuns wird halt immer kleiner. In letzter Konsequenz, das ist eigentlich meine Urangst, jemanden zu verlieren, die Angst vor Ablehnung oder dass jemand wegen mir krank oder sterben würde. Und man sieht auch, du hast gar nicht Angst um dich selbst, ne? Sondern du hast so ein fürsorgliches Herz und hast immer Angst um die anderen. Ja, also... Und auch die anderen zu verlieren. Genau. Okay, dann gucken wir uns auch noch mal bei dir an, sagen, wo hast du angefangen? Wie war denn so unsere erste Begegnung und wie schwierig war es für dich? Bitte, ja. In ihrem Therapieloft hat sich Sheetal einiges überlegt, um Alex langsam an ihre Grenzen zu führen. Bei der 31-Jährigen ist jetzt vor allem Einfühlungsvermögen und Geduld gefragt. Ich trage das Ganze jetzt schon mit mir, seitdem ich ungefähr 14 bin. Ja. So lange schon? Genau, so dass sich jetzt so ausprägt wie jetzt. Das ist ungefähr seitdem ich so 20, 21 bin. Und, wie alt bist du jetzt? Jetzt bin ich 31. Okay. Wie war denn deine Lebenssituation mit 14? War da irgendwas besonders belastend in deinem Leben? Ich stehe auf Frauen, ja. Und ich war da mit meiner ersten großen Liebe zusammen und dann sind ihre Eltern draufgekommen, die ziemlich gläubig waren. Ging es halt dann darum, dass Gott nur Adam und Eva schaf und nicht Eva und ich ihre Tochter irgendwie beschmutzt habe und dreckig gemacht habe. Wir durften uns nicht sehen, weil ich die Böse aus der Stadt war, also ihre Eltern wohnen am Dorf. Deshalb ging halt das Erste, was mir echt wichtig war in meinem Leben, so kaputt. Und dann kam der Angst, die Kontrolle zu verlieren. Die Beziehung ging kaputt? Ja, weil die Eltern halt es dann beendet haben. Ah, okay. Nach außen hin, glaube ich, wirkt es wie eine Angst gegen Keime und Dreck so. Aber wenn man nach innen schaut, ist das so
eine krasse Verlustangst. Ich habe einfach Angst, dass durch Unachtsamkeit von mir, dass ich Leute krank mache, dass Leute verschwinden oder dass ich Sachen kaputt mache, weil ich eben davor irgendwas Verunreinigtes angefasst habe. Und also der Ursprung deiner Ängste war erstmal sagen, diese Kontrollzwänge? Genau. Beschreib das mal. Wo hat das angefangen und ja, wie? bei allem. Ich musste immer 7 Sachen an meinem Körper haben. Meine Schultasche musste exakt sein. Wenn ich nicht wusste, ich schreibe jetzt die Prüfung mit voller Punktzahl, bin ich oft ein bisschen ausgerastet, habe das Blatt zerrissen, aus der Klasse gegangen. Also ich war ein bisschen ein spezieller Schüler auch. Ich habe mir einen sehr großen Leistungsdruck dann hingegeben und es musste halt immer alles perfekt sein. Und du durftest keinen Makel haben quasi. Genau. Es ist halt echt wie so eine Zwangsjacke. Ja. Und das fühlst du auch wirklich? Ja, also bei mir ist das hier immer so im Bauch. Ja. Da sitzt wie so ein Stein immer. Ich nenne es immer mein kleines Zwangsmonster. Ja, das dann immer so hoch dagegen pocht. Und das ist so der Druck, der dann immer was machen. Was sagt denn dieses Zwangsmonster? Was will denn das von dir? Manchmal, du bist nicht gut genug. Ganz viel. Du musst wahrscheinlich, du musst, ne? Du darfst nicht. Genau. Was musst du und was darfst du nicht? Ich muss aufpassen, was ich sage. Ich muss für andere da sein. Ich habe einfach da keinen so Selbstwert, keine Ahnung. Also das sagt immer, dass es halt nicht schlecht. Und wenn du nicht das machst, dann verlierst du andere wieder, weil das und das ist. Okay. Und, also das ist deine größte Panik, eigentlich Menschen zu verlieren. Ja, oder dass mir die dann in dein Herz kommen. Genau. Diese innere gefühlte Einsamkeit, dass sie die ganze Zeit diese Bedrohung im Außen wahrnimmt und versucht, das alles irgendwie abzuwehren und zu kontrollieren und sich eben nicht schuldig zu machen, das merkt man ihr total an. Als ich dann mit meiner Freundin, also mit der nächsten zusammengezogen bin, dann mit 21, hat mich das voll getriggert. Und ich hatte panische Angst, sie zu verlieren, es meiner Familie nicht recht zu machen, nicht mehr genügend Zeit für meine Familie und für meine Freunde zu haben. Und dann hat sich irgendwann, ich kann dir gar nicht sagen wie, und das ist eigentlich das, was mich so narrisch macht, ich bin in die Arbeit gegangen, ganz normal wie immer, und in der Früh habe ich die Türklinke angefasst und dann dachte ich mir, fuck. Dann habe ich angefangen, immer nachdem ich die Tür berührt habe, erstmal mich zu desinfizieren und die Tür abzuputzen, dass kein anderer davon. Und so hat sich das so... Und nur die Türklinke oder alle möglichen Alle Gegenstände? möglichen Sachen. Kaffeemaschine und Alles. Computer und genau. Alles. Du Also musst immer alles desinfizieren. Ja, genau. Ich war dann mittendrin auch Lady Sakrotan bei uns in der Arbeit, wo sich andere Leute mit Ängsten, die die gleichen hatten wie ich, sich total angegriffen gefühlt haben. Ich sagte, nee, Sie haben ja recht, guck mal. Sakrotan, mein Weihwasser. Ich habe auch gelesen, du warst bis zu 12 Stunden unter der Dusche. In der Wohnung ist alles sauber. Ich gehe raus, ich werde dreckig und mache somit auch andere dreckig. Also erstmal ab in die Wohnung, alle Klamotten ablegen, gleich in die Waschmaschine vorbereiten, erstes Mal in die Dusche. Also es kann zwischen einmal sein, was für mich normal ist, habe ich einfach definiert, bis zu 3-4 Mal. Es kommt auch immer ein bisschen auf mein Stresslevel an. Der eigentliche Duschvorgang dauert bei mir gar nicht so lang. Also hat so 20-25 Minuten gedauert. Und dann ging es aber los. Dann habe ich wieder irgendwas beim Rausgehen aus der Dusche berührt. Keine Ahnung, ich gehe aus der Dusche raus und habe so die Wand berührt. Dann dachte ich mir, habe ich mich jetzt da wirklich abgeputzt? Und da könnte dann meine Freundin hingelangen. Und so war das halt dann diese immer. Die ganzen Gedankenketten sozusagen. Genau. Hätte und wenn und... Genau. Also das zeigt schon, wie wahnsinnig sie in dieser Zwangsjacke ihrer Zwänge steckt. Und du hast eigentlich so eine Spaltung aufgebaut, zu sagen, hier ist die sichere Welt, so zu Hause ist so da ist es gut, da hast du es unter Kontrolle und draußen hast du es nicht unter Kontrolle, das ist so das schlechte, bedrohliche. Genau. Ne? Und Schlafzimmer, du hast ja auch gesagt, es könnte jetzt, wenn jetzt eine Partnerin oder so in deinem Bett schläft und du weißt nicht, ob die geduscht ist, das geht auch nicht. Wo ich mit meiner langjährigen Freundin zusammen war, hat das ja am Anfang irgendwie immer ganz gut geklappt, dass man halt nach der Arbeit duscht. So, Okay. ja. Und dann ist ja wichtig, nachdem sie da durch ist, dass danach ich duschen bin, Ja. dass ich weiß, dass ich auch sauber bin. Ja? Und dass quasi unser grüner Bereich grün bleibt. Ich weiß, ich kann mich beeinflussen, aber keine anderen beeinflussen. Bin aber manchmal immer noch unruhig, wenn ich mir einbilde, das ist jetzt jemand bei mir und der hat sich am Klo nicht die Hände gewaschen. Ja, danach hatte ich jetzt nicht mehr so viele Erfahrungen mit Leuten, die bei mir waren. Also die jetzt zu mir gekommen sind.
Egal ob freundschaftstechnisch oder beziehungstechnisch, denen habe ich mich irgendwann offenbart, weil ich habe das ganz lang geheim gehalten. Okay, super. Seit wann kannst du darüber reden und das offenbaren? Ja, ich glaube so 26, 27. Okay. Und voll viele War waren... das eine große Befreiung für dich? Ja, weil also im Prinzip war es wie ein zweites Outing, musst du dir vorstellen. Ja? Ich habe mir damals schon übelst Gedanken gemacht, oh Gott, ich stehe auf Frauen, ich bin nicht normal, also ich komme aus ein bisschen einer konservativen Familie. Und dann hatte ich da auch so Angst, weil ich mir dachte, Alex, du bist doch eigentlich echt nicht dumm und gescheit und was ist denn los mit dir? Ich bin verrückt geworden, weil ich mir dachte, ich mag auch so nicht mehr da sein auf der Welt. Das hat mich kirre gemacht. Und dann habe ich es den Leuten gesagt und dann kam so viel Liebe und Verständnis. Manche sagen schon, also Alex, was bei dir da oben vorgeht, das ist schon so eine eigene Geschichte, gell? Also komm doch einfach mal klar, mach doch einfach, sei doch einfach. Und jetzt ist also wirklich diese Keime, das heißt so Türklinken, alles so draußen ist schwierig, ne? Ja. Hundekot und generell Ja, Fäkalien. Das ist schwierig. Ich will halt, dass die Leute, die mir echt wichtig sind, einfach da bleiben. So meine Mama, meine Schwester, meine Freunde. Du beschreibst es wirklich wahnsinnig gut. Und was man ja so sieht, ist ja eigentlich deine Angst, jemanden zu verlieren oder jemanden auch irgendwie zu verletzen, dass jemand böse auf dich ist und dann sich von dir abwendet. Genau. Ne? Das ist eine wahnsinnige Angst von dir. Und weil man das nicht kontrollieren kann oder weil du das nicht kontrollieren kannst, hast du es eigentlich verlagert auf dieses äußere Bedrohliche. Ne? Das Ja, genau. kannst du versuchen zu kontrollieren. So, dass ich muss achtsam sein, was ich berühre, was ich nicht berühre und so. Dann ist es so eine scheinbare Kontrolle. Aber Genau. du bleibst halt in einem totalen inneren Gefängnis. Genau, es ist halt so ein Teufelskreis. Ich würde mit dir jetzt gerne ein paar Schritte gehen, sodass wir dich noch mehr in die Freiheit wieder führen, ja? Da würde ich mich drauf freuen, wirklich, und dankbar sein. Alex ist seit langem unglücklich und möchte endlich wieder unbeschwert durchs Leben gehen. Dafür muss sie aber jetzt Grenzen überwinden. So, bitteschön, komm wieder rein. Danke. Oh Gott. Scheiße, da liegt im wahrsten Sinne des Wortes Scheiße. Und da war ich voll überfordert. Komm, wir gehen mal ein bisschen näher ran. Also ich hoffe jetzt einfach, dass du mir nicht wirklich irgendwie echte... Kannst du einen Schritt vor mich treten? Also es ist echt, kann ich dir schon mal sagen. Ernsthaft? Das Problem ist, ich liebe Hunde, gell? Ich habe das Problem Aber du bist tierlieb. Voll. Tiere und Kinder dürfen bei mir alles, auch in der Wohnung. Ich meine, wenn er dann vielleicht hinkackt, kriege ich einen Nervenzusammenbruch. Da bin ich dann schon froh, wenn jemand da ist. Aber die dürfen ins Bett, auf die Couch, was Erwachsene nie. Ich finde, da ist das klingt vielleicht jetzt ein bisschen drüber, aber für mich ist die Seele so rein von Kindern und von Tieren. Am liebsten würde ich mir jetzt sofort die Hände desinfizieren, Jetzt bevor ich schon? wieder jemand anfasse. Ja. Okay, weil schon irgendwelche Sporenelemente zu dir wandern könnten? Wenn du mich so logisch fragst, in dem Moment nicht. Wenn ich wieder allein bin, ja, oder in einem Handlungsmoment drin bin, dann ist mir das jetzt schon, dann wäre jetzt so ein Gang dran vorbei schon, um mir die Hände zu desinfizieren. Das Kopfkino, was man bei Alex total gut sehen und eben auch hören konnte, das ist quasi wie so ein Haltegriff für sie. Also das sind diese ganzen Kontrollgedanken, die sie macht. Es gibt ihr eine scheinbare Sicherheit, aber man sieht, es ist ein Gefängnis und eigentlich vergrößert es die Unsicherheit, weil sie immer wieder Schlupflöcher und Eventualitäten der Gefahr nämlich entdeckt. Kein Hundebesitzer macht es mit der bloßen Hand, deswegen habe ich für dich hier dieses typische Beutelchen. Das finde ich halt auch schon mega eklig, ja. Es nehmen ja Leute dieses Beutelchen raus, ja. Und das Beutelchen nimmt man ja erst raus, normalerweise, wenn man schon mal einen Haufen weggenommen hat. Ja, mit dem Beutelchen. Mit dem Beutelchen, aber vielleicht ist ein Loch im Beutelchen drin. Ah, okay, also immer irgend so eine ganz unwahrscheinliche Eventualität, an die du denkst. Ja, genau. Wenn wir bloß das Tütchen gehabt hätten, wäre das Tütchen schon ein Problem gewesen, aber wo ich natürlich das Schlimmste für mich hatte und ein weniger Schlimmes, dann ist der Hundehaufen für mich das Schlimme. Ich würde dich jetzt bitten, das mit dem hier zu machen. Alter Verwalter, ist das ätzend. Wie hoch ist denn jetzt deine Anspannung?
Ja, wir sind an den 100 dran. Da bin ich froh, dass du da bist, weil... Ich bin da und ich möchte, dass du auch da bist. Ja. Und zwar mit allem, ja? Okay. Und jetzt einfach mal wirklich diesen Code da mit der Tüte aufsammeln. Kinderlein. Wie ist es? Jetzt hast du es? Mega eklig. Jetzt fühlst du es, ja? Und genau jetzt so, wie man es halt macht, ne? Boah. Drüber stülpen. Ja. Ja, da siehst du auch, es ist echt. Ja. Alter Verwalter, das ist... Und du zitterst richtig, ne? Ich fange als Zittern an, der Atem wird flach und hier in mir arbeitet alles rund. So, jetzt kann man es ja da vielleicht nicht, aber dann ist das außen auch dran. Wo tun wir das jetzt hin? Ja, leg's einfach mal hier an die Seite. Ihr macht mich echt fertig, es ist wirklich echte Kacke, ich kriege einen Anfall. Da war ich schon sauer auch auf sie. Aber das würde ich sie nie spüren lassen. Aber das ist halt auch so ein Thema von meiner Anspannung. Ja. Du zitterst wirklich, ne? Ja, weil mich das echt stresst. Was passiert gerade mit dir? Was ist mit deinem Körper? Anspannung an 100, Druck. Und ich habe jetzt nicht im Griff, was ich als nächstes mache. Kontrollverlust. Kannst du mal gerade atmen? Ja. Guck mal, dein Atem geht gar nicht tief, der geht bis hier. Mach mal mit so einer spitzen Lippe. Guck mich mal an. Mach mal so. Wie so eine Kerze auspusten. Und jetzt konzentriere dich mal auf die Entspannung, dass auch wirklich die Anspannung wieder aus dir raus darf. Es ist alles vorbei. Du hast es geschafft und jetzt darfst du dich wieder entspannen. Lieber nicht Augen zumachen, weil dann haust du ab. Ist halt immer noch, dass ich dreckig bin. Ich habe jetzt die Hunde auf dem angefasst und ich kann jetzt nicht irgendwie 100-mal waschen oder mich duschen, ja, sondern ich muss jetzt in mein Auto steigen, dann kontaminiere ich mein Auto, wo wieder angeläut. Also mir bleibt da jetzt nichts anderes übrig. Das ist ja eigentlich nur der einzige Weg, da durchzugehen und die Thematik zu besiegen. Wir haben ja unser Spray. Ja, aber so, das reicht eigentlich in so einem Moment nicht. Was müsstest du machen? Hände waschen. Das wäre jetzt effektiver Hände waschen? Ja. Okay, kannst du dann auch noch machen. Du warst gerade so in Anspannung danach. Wäre das jetzt schon realistisch, dass du sagst, okay, egal, meine Hände haben die Plastiktüte angefasst? Nee, eben. Da sind wir noch nicht. Guck mal, was du jetzt schon geschafft hast heute. Danke. Super gemacht. Also mein Wunsch für Alex wäre, dass tatsächlich gar nicht so sehr nur ihr Erfolg davon abhängt, was sie dann alles kann, so von diesen einzelnen Handlungen, sondern dass sie generell wieder mehr Vertrauen in sich hat und auch sich anderen Menschen offenbaren und anvertrauen kann. Ein Anfang ist immerhin gemacht, aber es bleibt noch ein langer Weg. Und so geht es weiter. Meine Güte. Am liebsten würde ich mir jetzt schon duschen, nur weil ich hier bin. Oh, ne, das ist eine Nummer zu krass. Putzen tue ich halt nichts mehr, sage ich euch direkt.